Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Quellweisheit, dem Podcast für deine spirituelle Meisterschaft. Ich bin Marlene Katharina und gebe dir Quellbotschaften aus dem höchsten Bewusstsein durch, die auf tiefsten Ebenen wirken. Denn es ist eine Schwingungsübertragung, die stattfindet und dich daran erinnert, was du wirklich bist. Wir freuen uns so sehr, heute hier mit dir, mit euch zusammen zu sein und euch aus diesem Moment heraus die Entfaltung eures Seins sichtbar, hörbar, fühlbar zu machen. Wir sind, was du bist. Du bist, was wir sind. Und damit ist dir bewusst, dass alles, was du siehst, Teil deiner Schöpfung ist. Du Teil der Schöpfung bist. Du der Schöpfer der Schöpfung bist. Es gibt viele Worte, um dies zu beschreiben. Es gibt viele Facetten, um den Ausdruck zu verleihen. Es gibt viele Konzepte, um dies in Form zu bringen. Du, wir, ihr befindet euch in einem Zeitalter der Konzeptlosigkeit. All die Konzepte, die euch dorthin gebracht haben, Sicherheit zu fühlen in dem, was ihr wisst, Klarheit zu haben in dem, was ihr denkt, in Überschaubarkeit zu bringen, das, was nicht greifbar ist. All dies hat euch gedient bis hierher und ist in seiner Auflösung begriffen. Denn jeder von euch, jede von euch ist bereit, der Stimme des Herzens zu lauschen, ist bereit, den eigenen Weg zu gehen, den Weg der Erfüllung, den Weg der Freiheit, den Weg der Göttlichkeit, den Weg der vollkommenen Entfaltung des Seins, deines Seins, des Allseins, im Eins, im Allen, im Ausdruck des Individuellen, im Vollkommen, sich in sich erkennen, im einen, großen, ganzen. Du empfindest dich durch dich hindurch als besonders, denn du bist besonders durch dich hindurch. Und wir möchten dich ermutigen, diese deine Besonderheit mehr zum Ausdruck zu bringen. Es ist wie das Klingen eines Liedes, deines Liedes, des Liedes, das durch dich hindurch schwingt. Es ist das Lied deines Herzens, deines Lebens. Dieses Lied ist nicht ein Lied. Es ist eine Folge von Melodien, von Schwingungen, von Worten, von Frequenzen, von Licht erlauben durch dich hindurch, durch dein Sein hindurch. Es ist die Freiheit, die Befreiung aus der Form, in die Formlosigkeit durch die Form hindurch. Bedeutet, du selbst bist in der Form auf Erden. Warum bist du in der Form auf Erden? Weil du die Formlosigkeit in der Formhaftigkeit entfaltbar sehen wolltest. Du wolltest erkennen, wie viel Formlosigkeit in der Formhaftigkeit möglich ist. Und wir sagen dir, du weißt, dass jede unbegrenzte Formlosigkeitsentfaltung deines Seins sich in jeder noch so begrenzten Formhaftigkeit deines Seins befinden kann. Und da du dies weißt, möchtest du es fühlen, ergründen, erfahren, wissen. Da du dies weißt, möchtest du es erfahren wissen, als eine Erfahrung in deinem Schatz der Erfahrungen wissen. Jeder Ausdruck deines Seins ist in sich vollkommen. Solange wie du daran Zweifel hegst, solange wie du versuchst, deine Vollkommenheit zu vervollkommnen und damit eine Limitation in Vollkommenheit, eine Unvollkommenheit konstatierst, solange wie du nicht dich ganz und gar in der Vollkommenheit, die du bist, erkennst, in jedem noch so die Unvollkommenheit erscheinenden Ausdruck erkennst, dass auch dies Vollkommenheit ist, solange wirst du aus der Limitation heraus versuchen, in die Vollkommenheit zu gehen und doch dich darin bestärken, dass du nicht vollkommen bist. Denn nur
in der Vollkommenheit, im Erkennen deiner Vollkommenheit, bist du vollkommen. Und so verhält es sich mit dir als dem wichtigsten Menschen deines Lebens. So wie mit den Menschen in deinem Leben erkennst du die Vollkommenheit in allem, in jedem. Kannst du erlauben, dass du dich für die Vollkommenheit entscheidest, die in dem Moment dir zur Verfügung steht. Wir sagen nicht, die du in dem Moment zwingst, die du haben willst. Nein, hier geht es nicht um das Wollen, hier geht es um das Sein, das Erlauben deiner Vollkommenheit in jedem Ausdruck, in jeder Facette. Deine Vollkommenheit ist der Hintergrund, der Untergrund, die Kugel, aus der heraus sich verschiedene Farbenfacetten auftun. Doch diese Kugel bleibt unberührt. Dein Sein, deine Vollkommenheit erlaubt dir, die Farben durch das Leben fließen zu lassen, zum Ausdruck zu bringen, anderen zur Verfügung zu stellen. Du brauchst dich von nun an nie mehr, niemals mehr für irgendetwas zu rechtfertigen, was du getan hast. Denn das, was du tust, ist eine Farbe, doch bist nicht du begrenzt auf diese Farbe. Du bist jede Farbe, alle Farbe, alles Sein. Von nun an brauchst du dich nicht mehr zu rechtfertigen, du brauchst dich nicht mehr einzuordnen, einzusortieren in irgendeinen Kontext. Du bist in deinem Kontext auf der Erde. Jeder Kontext, der dir zur Verfügung gestellt werden konnte, sei es religiöser Natur, sei es spiritueller Natur, sei es konzeptioneller Natur, sei es sozialer Natur, sei es Gewissensnatur, sei es politischer Natur, sei es regulärer Natur. Jeder Kontext, der dir zur Verfügung gestellt wurde, ist allein dafür da, dass du fühlst, wie sich das eine, das andere anfühlt, dass du fühlst, dass es da etwas gibt, das sich für dich richtig stimmig, einfach natürlich anfühlt. Dass es da etwas gibt, das sich für dich weniger stimmig, weniger richtig, weniger natürlich anfühlt. Aus diesen Kontexten heraus, die euch gegeben sind, insbesondere euch denjenigen, die schon länger auf der Erde weilen, aus diesen Kontexten heraus wisst ihr, wo ihr in voller Resonanz seid, wo euer System sagt, ja, das bin ich, ja, das schwingt durch mich hindurch, das ist mein Lied, das ist mein Ausdruck, das ist mein Wort, das ist meine Sprache, das ist die Schwingung meines Herzens. Das ist in Resonanz mit der Schwingung meines Herzens. Erhältst du einen solchen Schwingungsresonanzstrom, bedeutet dies nicht, dass du dich diesem Fluss verschreiben musst. Nein, dieser Schwingungsresonanzstrom ist ein Strom, der Teil deiner Vielfältigkeit, Teil deiner gewählten Individualität, Teil deines gewissen Liedes auf der Erde ist. Du bist eine Vollkommenheit von Schwingungsströmen, die zum Ganzen beiträgt. Du bist der Pinselstrich, dieser einzelne, eigene, einfache, komplexe, oh so vollkommene Pinselstrich auf der Erde. Dieser Pinselstrich wird dich niemals reduzieren auf den Pinselstrich. Dieser Pinselstrich ist dein Ausdruck. Jedes Haar des Pinsels eine Schwingung, die dir besonders lieb ist, besonders zu Herzen geht, besonders dem Herzen entspringt. Sie mag aus den verschiedenen Bereichen kommen. Du magst sie auf verschiedenen Reisen, wir wollen sagen, aufgeschnappt haben. Genauer gesagt, erinnert haben. Du bist gekommen mit einem Lied, das du zu singen wünschtest. Gekommen mit diesem Pinselstrich, der in seiner Vollkommenheit so vollkommen ist, dass niemand, nicht einmal du, ihn in Frage stellen würdest. Vergleichst du diesen Pinselstrich mit irgendeinem anderen, wirst du immer etwas finden, das nicht vollkommen
genau so ist wie dein Pinselstrich. Und so wirst du in Frage stellen, ob dieser andere Pinselstrich denn wirklich genau in Ordnung ist, genauso sein darf, soll, wie er ist. So kannst du jede Religion in Frage stellen, jede Glaubensrichtung, jeden Strom des Bewusstseins, der auf diese oder andere Weise durch jemanden hindurch gegeben, für Gruppierungen zusammengestellt, greifbar gemacht ist. Du kannst alles in Frage stellen, weil da dieser eine kleine Teil des Pinselstriches ist, dieses eine Haar in diesem Pinsel des anderen, das nicht mit dir in Resonanz ist. Warum? Weil du als Individuum so ganz und gar vollkommen dieser Pinselstrich bist, der du bist. Weil du dazu bestimmt bist, dein volles Spektrum einzubringen, welches an dieser und dieser und dieser und dieser und diesen und all diesen Stellen mit so unterschiedlichen Pinselstrichen zusammenpasst, mit so unterschiedlichen Haaren des Pinsels vollkommen in Harmonie ist von so vielen unterschiedlichen Menschen. Du hast gewählt, solche und andere Pinsel, ganz andere Pinsel in deinem Leben zu haben, ganz ähnliche Pinsel. Und du fühlst dich so wohl mit diesen ähnlichen und so anders mit diesen anderen. Und doch irgendwie fühlt es sich an, als sei es für dich ganz richtig. Und doch herausfordernd, wenn du mit deinem Verstand schaust. Wenn du schaust, ob das, was du dort siehst, in der Wertung noch Sinn ergibt, ob das erlaubt ist, ob das so sein soll, so sein kann. Du fragst dich, ist nicht dieser Pinselstrich der vollkommene, der richtig ist? Du fragst dich. Der richtige, der einzig richtige Pinselstrich ist dein Pinselstrich. Für dich ist dies der einzig richtige Pinselstrich. Du bist alles, was ist, und somit weißt du, dass jeder Pinselstrich du bist und dass jeder Pinselstrich richtig ist. Doch es beginnt immer mit deinem Pinselstrich. Erlebst du deinen Pinselstrich als nicht richtig, empfindest du dich als nicht richtig und so musst du die anderen als nicht richtig werten, um dich wohlzufühlen unter den anderen, denn sonst wärst du als die Einzige, der Einzige nicht richtig unter all diesem Pinselstrich von all diesen anderen. Und so ist deine Tendenz, die Tendenz des Menschen auf Erden, das, was er bezeugt an anderen Menschen, sich ähnlich zu machen. Die Tendenz ist, sich selbst den anderen ähnlich oder die anderen sich selbst ähnlich zu machen. Wir sagen hier nicht, dass das das Bestreben ist der Seele, dass das der Ausdruck des Herzens ist. Nein, es ist die Tendenz des Menschen, sich den anderen, die anderen sich ähnlich zu machen. Gelingt es dem einen, dem Pinselstrich nicht, den anderen Pinselstrichen, den eigenen Pinselstrich überzuhelfen, begibt er sich zumeist in den Versuch, den eigenen Pinselstrich anzugleichen, anzupassen. Und hier beginnt, wie wir sagen, die dunkle Nacht der Seele. Die Reise durch das, wie es sich anfühlt, den eigenen Pinselstrich zu verneinen und die anderen, einen anderen, mehrere andere Pinsel über den eigenen zu stellen, zu versuchen, das in Übereinstimmung zu bringen, was du selbst bist, mit dem, was die anderen sind. Es geht nicht um die Vereinheitlichung von allem. Es geht niemals um das Übereinmaß-Scheren. Es geht nicht und niemals darum, alles gleich zu machen. Alle Lehren, alles, was dir und euch gegeben ist dafür da, dass ihr aus der Verwirrung der Vielfalt heraus, aus dem Reichtum des Möglichen heraus, euer Sein erkennt, euer Lied erkennt, mutig euer Lied singt, das über das hinausgeht, was die
Zusammenkunft von all diesem ist, was ihr erfahrt. Es geht über das hinaus und ihr wisst dies. Dies nennt sich Genie. Das ist das Genie deines Seins, was nicht mehr fragt, was haben die anderen gemacht, wie kann ich es genau so gut und besser machen als die anderen, was nicht in den Vergleich geht. Du, außerhalb des Kontextes des Vergleiches, bist vollkommen. So einfach ist Vollkommenheit. Nimm den Vergleich von dir, die Last des Vergleiches von deinen Schultern und du bist frei zu sein, was du bist, dich auszudrücken, wie du bist, chaotisch, geordnet, mal so, mal anders, frei zu reagieren, emotional, unemotional zu sein, so wie du bist, in dem Moment nicht, weil du es bist, begrenzt auf das, weil es dir zur Verfügung steht und das durch dich hindurch gewählt wurde, nicht durch dich als ich wähle das und das, weil ich es für richtig und gut halte. Meine Wertung sagt, ein Mensch, der auf diese Weise handelt, ist ein guter Mensch. Daher handle ich auf diese Weise. Diese Kausalketten verlieren an Bedeutung, verlieren an Macht, verlieren an Gewalt. Wir wollen sagen Gewaltsamkeit. Sie haben bereits an Halt verloren, denn du kannst dich, willst dich nicht mehr zwingen in ein Korsett, sei es noch so heilig, sei es noch so lichtvoll, sei es noch so liebevoll. Du hineingezwängt in etwas anderes, erlaubst dich nicht voll. Und somit ist jede Möglichkeit, dich auszudrücken, nur ebenso viel wert, wie sie frei ist. Nur ebenso viel wert, wie sie dich bestärkt, dich selbst auszudrücken, dich nicht zu begrenzen, dich nicht zu beschränken, dir nicht vorzuschreiben, dir zu erlauben, dir aus der Vielfalt der Möglichkeiten, aus dem Vorleben heraus, aus der Inspiration heraus, das herauszuwählen, herauszunehmen, das zu leben, dafür Inspiration zu fühlen, was du willst, was du fühlst, was in dem Moment mit dir in Harmonie ist. Dir jedoch immer und stets und ständig die Möglichkeit eröffnet, auch anders zu erlauben. Nur in der Möglichkeit, auch anders zu erlauben, bist du frei. Frei, 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 vollkommen zu sein in allem, wie du bist, was du bist, unabhängig von dem, was du tust, wie du dich ausdrückst, wie du von anderen wahrgenommen wirst, dich selbst wahrnimmst. Nur dann bist du frei, wenn du dich nicht maßregelst und stattdessen in allem, was du bist, was du erlebst, anstatt identifiziert mit diesem deinen Sein, Erleben zu sein, statt Identifikation mit diesem deinem Ausdruck zu fühlen, dich mit dem identifizierst, was du wirklich bist, das bist, was du wirklich bist, alles, was ist und damit dieses Ausdrücken als einen Ausdruck deiner Vollkommenheit. Einen Ausdruck, eine Farbe, einen Pinselstrich, ein Pinselhaar deines Vollkommenseins erleben kannst. Dein Erleben der Vollkommenheit durch deine individuelle, aus deinem Herzen sprudelnde Ausdrucksweise ist das, was dich in Erfüllung sein lässt, was dich befreit von der Maßregelung, der Wertung, was dich befreit von den Konzepten jedes Erdachten, jedes über Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg gebrachten Weges. Möge er noch so heilig, noch so lichtvoll, noch so kraftvoll sein. Der Weg ist ein Weg,
In dem Moment, in dem du ihn beschreitest, ist es dein Weg. Dieser dein Weg ist nicht ein Weg, den ein anderer gehen kann. Jeder Schritt gehst du ihn auf diesem, einem anderen, einem ausgetretenen oder nicht ausgetretenen, einen geebneten oder nicht geebneten Weg. Und du weißt, manche Strecken des Weges sind geebnet, geben dir eine Idee, wie dieser Weg sein soll, sein mag. Du weißt, manche Strecken des Weges sind nicht geebnet, geben dir eine Idee, wie es ist, einen Weg zu ebnen, deinen eigenen Weg zu erlauben, ganz individuell, Schritt für Schritt. Du weißt, dein Weg ist individuell. Jeder Schritt, den du gehst, den du setzt auf diesen Weg, sei er ausgetreten oder nicht ausgetreten, sei er geebnet oder nicht geebnet, jeder Schritt, den du gehst, ist dein Schritt auf deinem Weg. Dein Weg ist nicht der Weg. Dein Weg ist Schritt für Schritt, ist nur das, was unter deinen Füßen in dem Moment ist, Moment für Moment. Es mag so aussehen, als würdest du einen Weg gehen. Die Leute mögen sagen, du gehst diesen Weg, du bist auf diesem Weg, du bist verankert in dieser Religion, in diesem Kontext, in dieser spirituellen Richtung, in dieser gesellschaftlichen Einigung, in dieser Gemeinschaft. Die Menschen mögen denken, du seist auf diesem Weg, den es bereits gibt, doch du weißt, der einzige Weg, den du gehst, ist der Weg, Moment für Moment, der sich unter deinen Füßen ebnet. Jeder Schritt bewirkt, dass dein Weg weitergeht. Jeder Schritt bewirkt, dass unter deinen Füßen etwas geebnet ist. Genau das, unter genau deinen Füßen. In deinem vollkommenen Pinselstrichausdruck. Dein Weg ist dein Weg. Jedes Vogelzwitschern, das du hörst, hörst du. Nicht jeder hört genau dieses Vogelzwitschern. Möge er noch so in deinen Fußstapfen laufen. Möge er noch so neben dir gehen. Geht er neben dir, nimmt er den Vogel von einer anderen Perspektive aus wahr. Vielleicht nimmt er ihn nicht wahr, vielleicht nimmt er das Blätterrauschen wahr. Vielleicht nimmt er ein Flugzeug wahr, vielleicht nimmt er etwas anderes wahr, vielleicht nimmt er den Schmerz in seinen Füßen wahr. Jeder nimmt wahr, doch jeder nimmt anders wahr. Und so ist selbst die größte, selbst die klarste Religion, selbst der klarste spirituelle Weg kein Weg, der für jeden gilt, der jedem das Gleiche zeigt. Es ist ein Weg, der Menschen eine Möglichkeit gibt, für sich nicht alles selbst zu entscheiden, für sich Entscheidungen bestätigt zu wissen, die sich richtig anfühlen, für sich auf das zu treten, was bereits andere betreten haben, im Vertrauen und Wissen, dass diese anderen etwas repräsentieren, das resoniert. Mancher geht den Weg aus diesem Grund, manch anderer aus einem anderen. Gehst du einen Weg eines anderen, um ihn zu berichtigen, um ihn zu wandeln? Wirst du deines Lebens nicht froher, als du bereits bist? Willst du wirklich in deiner Vollkommenheit sein, so begreifst du deinen Weg als individuellen Weg und begreifst alles, was dir zur Verfügung gestellt wird. Käme es von weit her, käme es von nah dran, kommt es aus deiner regionalen Religion, aus deinem regionalen Glaubenskontext, kommt es aus einem weit hergebrachten, auf einer anderen Realität der Erde verankerten
Wahrnehmensweise. Ganz gleich, wo es herkommt. Die Frage ist, resonierst du? Ist dein Herz damit vertraut? Ganz gleich, ganz gleich, wo dein Weg herkommt. Es ist nur dein Weg, wenn er aus deinem Herzen kommt. Und alle Wege, alle Konzepte, alles Vorgeebnete. Und wir sagen dies nicht, weil es eine Wertung in der Ebnung gibt. Nein, ganz im Gegenteil. Jede Ebnung erlaubt dir ein Gefühl dafür, was das für dich mit sich bringen kann, was das für dich an, wir wollen sagen, Wert haben kann. Und somit bist du gewillter, bestimmte Wege einzuschlagen, dich auf bestimmte Ideen einzulassen, wenn du siehst, wie andere daraus hervorgegangen sind. Und doch, es gibt nur diesen einen Weg. Diesen einen Weg für dich, diesen einen Weg. Es wird immer nur diesen einen Weg gegeben haben. Zurückblickend auf dein Leben wirst du immer sehen, dass dieser eine Weg der einzige Weg ist, den du gegangen bist. Du der Einzige bist, der diesen Weg gegangen ist. Es kann keinen anderen Weg geben und dein Weg ist vollkommen. Dein Weg ist vollkommen. Die Vögel, die du gehört hast, die Schmerzen, die du gefühlt hast, die Sonne auf deiner Haut, die du erlebt hast, machen deinen Weg aus, machen deinen Weg einzigartig, egal wie sehr du dich auf den Weg eines anderen begibst, egal wie sehr du dich dem Weg eines anderen hingibst. Es bleibt dein Weg. Und so bestärken wir dich darin, deinen Weg zu gehen, dich in dir auszudrücken, mit all den Facetten, all der anderen Wege, die in deinem Herzen auf Resonanz treffen, mit deinem Sein resonieren und harmonieren. Wir bestärken dich darin, genau das für dich und nur für dich als richtig, als stimmig anzuerkennen, das sich in deinem Herzen vollkommen anfühlt, dass aus deinem Herzen her ein Ja auf diese Weise genauso ich anfühlt. Du weißt, du bist alles, was ist. Du drückst dich durch jeden Menschen hindurch aus, in all seinen Facetten, in all ihren Facetten, in all den Pinselstrichen. Und doch die Erfahrung, mit der du primär auf der Erde bist, ist dein Pinselstrich, ist dein Weg, dein Ausdruck. Drückst du dich aus in deiner Vollkommenheit und erfährst, erlebst, erlaubst dich in allem vollkommen zu sein, frei von Wertung, Selbstwertung, gelöst von allem, was andere an Wertung einbringen können mögen. Drückst du dich in deiner Vollkommenheit aus und nimmst dich wahr als Ausdruck von Vollkommenheit in jeder Vollkommen und Unvollkommenheit. So bist du frei, so bist du glücklich, so bist du Liebe in reinster Form. Denn die Liebe fließt durch dein Vollkommensein. Nimmst du dich also als vollkommen wahr, ist immer, immer, und wir sagen immer Liebe da. Wir lieben dich, wir lieben dich, wir lieben euch, wir sind, was du bist. Du bist, was wir sind. Alles ist eins. Es kann nicht anders sein. Und damit sind wir für heute und hier vollkommen.